Ramadan Tag 12. Sorry, es fehlt Tag 11. Ich hatte euch ja gesagt, dass wir zum Essen eingeladen waren. Und ja, eigentlich wollte ich ein paar Sachen mit euch vorbereiten, aber ich meinte ja auch, ich nutze den Tag auch, um Hausarbeit zu machen. Und als ich dann losgelegt habe mit Hausarbeit, da habe ich kein Ende mehr gefunden. Wer kennt das? Hebt bitte die Hand. Wenn man einmal loslegt mit der Hausarbeit, dann findet man selten oder sehr langsam das Ende. Und so war es in dem Fall. Ich habe geputzt und dann auf die Uhr geguckt und meinte, okay, jetzt noch irgendwie sich in die Küche stellen und Sachen vorzubereiten, wird schwierig. Deswegen, tut mir leid, habe ich euch nicht mitgenommen. War aber eine schöne Entlastung eben für mich, dass wir eingeladen waren zum Fastenbrechen. Somit konnte ich wirklich den Tag nutzen, habe schon geputzt, Wäsche gemacht, Wäsche zusammengelegt und sind dann eben zu unseren Bekannten zum Fastenbrechen gegangen. Und ja, heute ist der Tag 12. Trotzdem fange ich damit an. Jetzt habe ich ja wenigstens den Vormittag ein bisschen mehr Zeit, weil ich nicht noch ein Video schnippeln musste. Trotzdem zeige ich euch die Gemüsepaste. Ich musste ja eh machen. Ich muss auch noch Joghurt machen und so. Brauche ich euch jetzt aber nicht zeigen. Habe ich euch ja letztens gezeigt und da gibt es ja auch ein separates Video dazu. Aber wir machen jetzt zusammen die Gemüsepaste, falls ihr das Ganze nachmachen wollt. Ich mache das ja immer im Thermomix. Ich werde euch aber die Schritte sagen, wie ihr das dann halt ohne Thermomix machen könnt. Für die Gemüsepaste nehmt ihr eigentlich so grundsätzlich immer dieses, ne, man nennt ja so dieses Suppengrün oder immer so dieses, ne, Gemüse, was halt Geschmack gibt. Dazu gehört halt zum Beispiel Sellerie, Karotten, Zwiebel, ne, sowas alles. Ich mache das auch immer unterschiedlich. Ich mache eigentlich auch das rein, was ich so da habe. Aber so die Grundbasis auf jeden Fall Sellerie, Karotten. Ich habe jetzt hier noch so ein kleines Stück Knollensellerie. Den packe ich auch noch mit rein. Eine Zwiebel, eine Zucchini, ein bisschen Tomate, damit es ein bisschen wässriger wird. Dann, wer mag, fürs Aroma auch noch Champignon. Das ist jetzt ein brauner, der gibt halt nochmal mehr Geschmack. Dann auf jeden Fall Kräuter, da könnt ihr euch auch austoben. Auf jeden Fall wichtig wären so Petersilie auf jeden Fall mit den Stängeln. Oder halt nur, wenn ihr habt zum Beispiel Reste mit Stängeln. Ich mache immer so das Ganze rein. Unterschiedliche Kräuter, was ihr mögt. Ich habe jetzt zum Beispiel nur frischen Thymian da. Aber ihr könnt euch da austoben. Ich mache dann immer auch das rein, was ich da habe. Ein bisschen Knoblauch kommt dazu, ein Lorbeerblatt. Dann auf jeden Fall Salz. Einmal auch natürlich für den Geschmack und auch für die Haltbarkeit. Und ein Schuss Olivenöl. Das war's. Jetzt ist es das Ganze einfach erstmal zu putzen, zu waschen. Und dann geht's weiter. Also, ich mache ja jetzt alles im Thermomix klein. Falls ihr jetzt keinen Thermomix habt, könnt ihr das Gemüse entweder sehr klein schneiden oder ihr benutzt eine Küchenmaschine. Ne? Also wenn ihr so ein, wie nennt man denn? Ja, diese Küchenmaschinen, die halt einfach das Gemüse klein machen. Dann benutzt ihr die. Hier ist es halt natürlich praktisch, ne? Der schnippelt mir alles und kocht mir das Ganze dann auch direkt ein. Ihr müsst dann halt so ein paar Schritte mehr machen. Aber dann habt ihr halt auch so eine Gemüsepaste. Und das ist schon sehr praktisch. Manchmal mache ich Pastinaken mit rein. Also einfach so ein schönes Gemüse, was halt viel Geschmack gibt. Das ist halt wichtig. Ich muss hier mal ein bisschen quetschen. Ich mache das immer schön voll. So, ein Lorbeerblatt kommt dazu. Ich mache da auch ruhig 2. Also ich halte mich nie hier so genau an die Rezepte. Deswegen meine ich ja, ihr könnt das wirklich machen, wie ihr wollt. Hier steht jetzt zum Beispiel 6 klein gemischte frische Kräuter und so weiter. Wie gesagt, ich mache das Thymian und Petersilie. Hier sagt er 4 Stängel Petersilie. Ne? Also da will halt nur die Stängel. Ich mache jetzt aber, ich mache immer das Ganze rein. Ich schneide es nur ein bisschen kleiner. Das bleibt sonst immer oben hängen. So, gerade so den frischen Thymian, den mag ich sehr gerne in der Gemüsepaste. Der macht den richtig yummy.
So, also wie gesagt, entweder Küchenmaschine oder wirklich ganz klein schnippeln alles. So, dann kommt, hier steht jetzt grobes Salz dazu. Ich weiß nicht, warum es unbedingt grob sein muss. Geht vielleicht auch mit normalem. Don't know. So einen kleinen Schuss Wasser, damit das Ganze auch ein bisschen köcheln kann. Und etwas Olivenöl. Und jetzt lassen wir das Ganze köcheln. Hier köchelt das jetzt 25 Minuten. Ihr würdet das dann im Topf machen. Schaut nur, dass ihr dann ab und zu mal umrührt. Nicht, dass da was anpappt oder so. Müsst ihr dann halt gucken. Wenn das Ganze geköchelt hat, wird das püriert. Ihr könnt auch hier entweder das Ganze in einen Mixer tun oder ihr benutzt einfach einen Pürierstab, wenn ihr das ganze Gemüse im Topf gekocht habt. Dann nehmt ihr euch einfach Schraubgläser oder irgendwas an Gläser, was ihr habt, wo ihr das Ganze einfüllen könnt. Dadurch, dass ja auch so viel Salz drin ist, ist das Ganze haltbar, also auch lange haltbar. Vor allem, wenn ihr das eben heiß abfüllt. Ich habe schon mal die doppelte Portion gemacht auf Vorrat. Ich habe es trotzdem sicherheitshalber in den Kühlschrank gestellt, aber ich merke das ja immer, dadurch, dass ich ja die Weggläser benutze, mit dem Gummizug und dem Glasdeckel, habe ich immer gesehen, dass da halt Vakuum gezogen hat. Also dadurch, dass ihr das halt heiß abfüllt, könnt ihr wirklich sowas auch auf Vorrat machen und für wirklich ein paar Monate das auf Lager haben. Und es sieht eigentlich nicht anders aus wie so ein Baby-Gemüsebrei. Aber ihr habt hier eine Menge fertige Gemüsepaste. Die dickt ja nochmal an. Ihr könnt auch, wenn ihr es noch ein bisschen würziger haben wollt, noch Parmesan mit dazu geben. Also im Thermomix Originalrezept gehört da ja noch Parmesan dazu. Manchmal mache ich es mit, manchmal ohne. Also ich habe halt gemerkt, mit Parmesan ist es nochmal so ein bisschen würziger. Aber es geht auch komplett ohne. So, entweder kühlt ihr das ab und macht dann Plastikdeckel drauf. Ich mache jetzt erstmal die Glasdeckel drauf und sobald ich die benutzen werde, wechsle ich auf den Plastikdeckel und dann lagere ich die sowieso im Kühlschrank. Von daher, also die ist wirklich lange haltbar. Also mir ist da noch nie irgendwas schlecht gegangen. Wobei ich sagen muss, ich verbrauche die relativ schnell, weil ich die wirklich überall in jedes Gericht reinhaue. Das ist einfach nochmal so ein Geschmacksverstärker. Aber ist auch super schnell gemacht, ne? Klar, mit Thermomix nochmal ein bisschen einfacher, aber mit einer Küchenmaschine, mit einem Topf, mit einem Messer könnt ihr das Ganze auch machen. Ich lasse das jetzt abkühlen, dann kommt es in den Kühlschrank und ihr habt eine fertige Gemüsepaste. Heute gibt es einmal Tasefassüle. Tasefassüle kennt ihr von mir so oft, weil wir jedes Jahr die Stangenbohnen im Garten haben. Ja, sogar meine eingefrorenen habe ich schon alle aufgebraucht, habe aber letztens welche gekauft und deswegen mache ich die. Also heute bleibt es auch wieder vegan. Gestern hatten wir ja auch bei dem Besuch Fleisch gegessen. Morgen mache ich wieder ein bisschen was mit Fleisch. Also heute vegetarisch, beziehungsweise ist sogar vegan. Genau. Ja, also die Böhnchen einfach nur schön mit viel Zwiebeln und Knoblauch und Tomate. Also einfach nur so geschmort. Ich mache da nicht so viel Flüssigkeit wie sonst. Sonst mache ich es ja immer mehr wie so ein Eintopf. Auch gern mit Kartoffeln, Karotten, auch mit Fleisch. Mal mit, mal ohne. Heute aber wirklich nur diese Böhnchen. So schön mit Zwiebel, Knoblauch, Tomate. Und seit Tagen habe ich irgendwie voll Appetit auf Kartoffelpüree. Deswegen mache ich dazu Kartoffelpüree. Eigentlich ist es ja so, wenn es jetzt türkisch ist, Reis dazu. Aber ich finde Kartoffelpüree passt sowieso zu alles. Und so zu den Bohnen dazu.
ja, ich habe irgendwie so Craving, richtig auf Kartoffelpüree. Eigentlich habe ich so richtig Lust auf Kartoffelpüree mit Spiegelei und Spinat. Das ist so, ich weiß, ich glaube im Deutschen gibt es das auch, ne? Aber so im Polnischen gab es das auch mal bei uns voll auf zu Hause. Einfach so Kartoffelpüree, Spiegelei obendrauf und daneben noch so Spinat. So pürierter Spinat, ne? So mit einem Blub. Vielleicht mache ich ja dazu ein paar Spiegeleier. Wer will, kann sich dazu noch was machen. Ja, wir sind ja heute und ohne Jungs. Also mein Mann ist da, aber die 3 Jungs, die essen heute mit ihren Freunden draußen. Die wollen heute ihr Fasten brechen, mit ihren Freunden draußen Burger essen. Also sollen sie machen. Das heißt, ja, 3 Kinder weniger. Ich versuche auch ein bisschen weniger dementsprechend zu kochen. Mal gucken, ob es mir gelingt. Manche lachen so, ne? Ich bin schon so gewohnt, so viel zu kochen, immer für viele zu kochen. Deswegen ist es für mich dann, macht es nicht so einen Unterschied, wenn ich jetzt nochmal Besuch rufe und wir irgendwie so 15 oder dann sogar 20 Leute sind, macht es mir nicht so aus, wie wenn ich jetzt so mich darauf achten muss, wenig zu kochen, damit so nichts übrig bleibt für morgen. Also ich versuche halt so im Ramadan. Sonst ist es nicht schlimm, wenn ich mehr koche und wir halt am nächsten Tag essen wir das natürlich immer mit auf. Aber ja, im Ramadan versuche ich, damit dann nicht so viel übrig bleibt, weil ja, man kocht ja dann immer wieder was Frisches und man isst ja auch aktuell nicht so viel. Von daher, naja. Ich mache auch schön wieder einen Rohkostsalat, diesmal einfach nur mit Rotkohl, Karotten, Paprika, Gurke, Lauchzwiebeln, schön viel Dill und Petersilie. Ja, einfach so ein Rohkostsalat. Das ist auch immer lecker. Ja, und dann mal gucken. Ich glaube, ich gehe heute schwimmen. Ich habe Lust, heute schwimmen zu gehen. Ich komme immer nicht dazu, schwimmen zu gehen. Also ich habe bei mir im Fitnessstudio ist ein Schwimmbad. Und ich komme immer nicht dazu zu schwimmen, weil ich halt immer so 2 Stunden Trainingsprogramm habe. Und wenn ich dann noch schwimmen gehen will, dann bin ich halt 3-4 Stunden im Fitnesscenter. Das ist ein bisschen zu lang. Ja, deswegen dachte ich, heute gehe ich einfach vielleicht einfach nur schwimmen. Ein bisschen Sauna und so.
Die hört sich an wie so ein Baby. So als wenn hier so ein Baby heulen würde. Ist da Brokkoli drin? Nein, da ist kein Brokkoli drin. Was ist da drin, Anne? Warum ist die denn so grün? Grün, da ist ein bisschen Minze drin. Nein, ich habe kein weinendes Baby zu Hause. Ich habe eine erwachsene gewordene Tofu. Sie ist erwachsen geworden. Welche Katzenmutter fühlt mit mir mit, bitte? Ich liebe grüne Böhnchen. Das ist ja kein Kartoffelpüree, das sagt man ja Stampf, darf es nicht Püree nennen, ne? Wenn es gestampft ist. Irgendwie, da gibt es irgendeine Regel. Okay. Ja, habe ich mal gehört. Ich versuche das jetzt ein bisschen schön hier meinen Fototeller anzurichten. Das wird jetzt hier mumpft.